Viele wollen weg aus der EU, viele wollen ihr Geld aus Deutschland in ein sicheres Land bringen. Und was liegt näher als die Schweiz? Deswegen werde ich dir in diesem Video erklären, wie man legal ein Konto in der Schweiz eröffnet und was du hinsichtlich Meldepflichten beim Finanzamt etc. beachten musst. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dir überlegst, Deutschland zu verlassen, jetzt nicht nur mit deinen Geldern, sondern auch selbst, wenn du planst auszuwandern, dann ist natürlich die Schweiz für viele naheliegend. Sie ist das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen. Man sollte sagen, das mit Abstand beliebteste Auswanderungsland. Und es ist ja auch kein Wunder, in der Schweiz funktionieren die Dinge. Die Schweiz hat eine super Währung, den Schweizer Franken. Und natürlich, sie ist außerhalb der EU. Und auch wenn in der Schweiz nicht alles perfekt ist und manche Entwicklungen auch dort besorgniserregend sind, meiner Meinung nach ist sie wie ein Flugzeugträger, also eine temporäre, stabile, starke Basis, von wo du aus abheben kannst dann in deine Zukunft, wo es aus aufenthaltsrechtlichen Gründen einfach ist, hinauszuwandern, denn jeder EU-Bürger kann in der Schweiz leben und genau deswegen veranstalten wir regelmäßig unser Seminar Auswandern in die Schweiz. An 2 intensiven Tagen werde ich dir erklären, was du alles wissen musst dazu, aus steuerlicher Sicht, rechtlicher Sicht und auch in puncto Leben in der Schweiz. Wir befassen uns mit Dingen wie die besten Schweizer Kantone, wo du am wenigsten Steuern bezahlen musst, wie du am besten ein Unternehmen gründest, welche Aufenthaltsbewilligung du dir sichern musst und wie du irgendwann einmal den Schweizer Pass bekommen kannst als Alternative zum deutschen Pass. Neben mir werden auch andere Anwaltskollegen aus der Schweiz da sein. Wie gesagt, das Ganze geht 2 Tage, veranstalten wir regelmäßig in Zürich. Jeder Unternehmer, Freiberufler, Investor, der plant, in die Schweiz auszuwandern, für den ist dieses Seminar genau das Richtige. Wie gesagt, in 2 Tagen lernst du alles, was du steuerlich und rechtlich dazu wissen musst. Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema Kontoeröffnung in der Schweiz. Für viele ein Riesenthema. Vor kurzem hatten wir in Zürich unser Seminar, das Plan B Schweizer Taschenmesser Seminar. Ein sehr beliebtes Seminar, was wir schon mehrfach veranstaltet haben. Auch jetzt waren wieder über 50 Teilnehmer dort. Und das Thema Kontoeröffnung außerhalb der EU ist dort ein ganz wichtiges Thema, was wir sehr intensiv und sehr ausführlich besprechen. Kontoeröffnung in der Schweiz, Liechtenstein, Serbien, Georgien, den USA, Singapur. Bei all diesen können wir natürlich helfen und das wird dann auch natürlich detailliert in dem Seminar besprochen. Und was natürlich dabei auch konkret zu beachten ist, welche Banken die besten sind etc. pp. Also während diesem Seminar kam dann einer der Teilnehmer auf mich zu und hat mir einen Artikel der Wirtschaftswoche gezeigt und bat mich einmal, diesen zu kommentieren. Ich werde den Artikel jetzt gerne hier anzeigen. Das ist der besagte Artikel. Wie kann ich legal ein Schweizer Bankkonto eröffnen? Gerade in unsicheren Zeiten sind Schweizer Bankkonten gefragt. Doch was ist zu beachten und welche Kosten kommen auf Interessierten zu? Der Artikel ist zum 2.10.2025. Er ist aus der Reihe Vivo Coach und geschrieben hat ihn ein Thomas Beutler, der angeblich spezialisiert ist auf die Eröffnung von Schweizer Konten. Was er da geschrieben hat, allerdings finde ich zum Teil ziemlich zweifelhaft und ich halte es auch für komplett falsch. Das ist nicht das erste Mal, dass ich hier einen solchen Vivo Coach Artikel analysiere und ich habe schon mal davor, als es um das Thema Thailand und Steuern ging, hinsichtlich der Rente auf Fehler in einem Artikel hingewiesen. Der Teilnehmer an unserem Seminar sprach mich nämlich genau auf diese Stelle an, die ich jetzt einmal hier markiert habe. Wer als deutscher Steuerpflichtiger ein Auslandskonto eröffnet, muss dieses dem Finanzamt melden, auch dann, wenn darauf keine Zinsen gut geschrieben werden. Ist das wirklich so? Muss man wirklich das Konto dem Finanzamt melden? Muss man wirklich etwas tun, was ja für US-Bürger verpflichtend ist? Wir reden hier vom FBAR in den USA, wo man also der Steuerbehörde aktiv angeben muss, ich habe ein Konto eröffnet, wenn zum Beispiel der Kontostand eine bestimmte Summe übersteigt. Herr Beutler, ich wäre sehr daran interessiert, wenn Sie dieses Video sehen, dass Sie mir einmal genau sagen und natürlich auch unseren Mandanten und Zuhörern, wo man das genau dem Finanzamt melden soll. Mir ist nämlich nicht bekannt, wie das konkret funktionieren würde. Ich empfehle ja immer unseren Zuschauern und Zuhörern, dass sie sehr vorsichtig sind, wenn Videos, wenn Texte keine Quelleneingaben und keine Links enthalten zu den entsprechenden Gesetzestexten. Und das ist auch bei Ihnen der Fall. In Ihrem Text auch dort finde ich keinerlei Quellen, keinerlei Links zu der relevanten Gesetzgebung. Ich muss daher sagen, dass das, was Sie behaupten im Artikel, totaler Quatsch ist, denn es gibt keine Meldepflicht für ausländische Konten. Auch musst du keine Überweisungen auf dein Auslandskonto irgendjemand in Deutschland melden. Es gibt zwar die sogenannte verpflichtende AWV-Meldung im Auslandswirtschaftsverkehr, wo man
Zahlungen ins Ausland von über 50.000 Euro melden musst, allerdings nicht dem Finanzamt, sondern der Bundesbank. Davon sind aber ganz klar Zahlungen an deine eigenen Konten ausgeschlossen. Also auch wenn du jetzt ein Konto in der Schweiz eröffnest, dort 1 Million hinüberweist zu deinem deutschen Konto, musst du das niemandem melden. Also es gibt keine Meldepflicht bei Auslandskonten. Es spielt auch keine Rolle, ob die Bank, ob das Konto am automatischen Informationsaustausch OECD-CRS teilnimmt oder nicht. Es gibt keine Meldepflicht. Jeder kann legal ein Konto im Ausland eröffnen. Niemand muss dieses Konto dem Finanzamt melden. Was du natürlich melden musst, sind Einnahmen auf diesem Konto. Wenn du dort Zinsen zum Beispiel bekommst, wenn Veräußerungserlöse auf dieses Konto gebucht werden oder sonstige Einkünfte auf diesem Konto erzielst, dann musst du das selbstverständlich dem Finanzamt melden. Ansonsten wäre das ja Steuerhinterziehung. Aber dass das Konto an sich existiert, das musst du niemandem melden. Und wie gesagt, nochmal, es ist komplett legal, in ein Land zu gehen, wie zum Beispiel Serbien, die Philippinen oder andere Länder, die nicht am Informationsaustausch teilnehmen, wenn du dort ein Konto eröffnen möchtest. Das mal zu diesem Artikel aus der Wirtschaftswoche. Nun kommen wir aber zurück zur eigentlichen Frage, wie man nämlich ein Konto in der Schweiz eröffnet. Nun, es ist ziemlich einfach. Praktisch alle Schweizer Banken eröffnen sehr gerne Konten für Deutsche. Deutsche sind sehr beliebte Kunden bei den Schweizer Banken, denn die Schweizer Banken wissen, dass es viele Deutsche, gerade Leistungsträger aus Deutschland heraus drängt, dass sie ihr Kapital gerne ins Ausland verschieben möchten. Man kennt die Deutschen gut, sie sind ja gerade Nachbarn der Schweiz und man ist hier besonders interessiert an solchen Kunden. Du wirst also tatsächlich in der Schweiz offene Türen einrennen. Du wirst dort kaum eine Bank finden, die dir kein Konto eröffnet. Das fängt bei ganz einfachen Konten an, wie zum Beispiel bei der Postbank, also Postfinanz heißt es in der Schweiz, oder auch die Migros. Dann kannst du zu den Kantonalbanken gehen. Auch hier gibt es in jedem Kanton eine entsprechende Kantonalbank. Hier sind die Bedingungen, was du zum Beispiel an einer Einlage leisten musst, komplett unterschiedlich. Es gibt Kantonalbanken, wo du überhaupt keine Einlage leisten musst. Die Kantonalbanken sind deswegen attraktiv, weil in der Regel die Kantone haften für die Einlagen. Ich rate dir, wenn du bei einer Kantonalbank ein Konto eröffnen willst, dass du dort über die Webseite mit der Bank Kontakt aufnimmst und nach den Formalitäten fragst. In den meisten Fällen wirst du vor Ort sein müssen. Manche Banken erlauben auch eine Kontoeröffnung online. Aber wie gesagt, da gibt es spezifische Regeln. Zum Beispiel die Thurgauer Kantonalbank möchte Konten für ausländische Kunden nur in einer Filiale im Grenzgebiet eröffnen. Hinsichtlich der Einlagen, wie gesagt, da schwankt es bei den Kantonalbanken. Manchmal musst du gar nichts einzahlen, manchmal sind es 10.000. Bei der St. Galler Kantonalbank zum Beispiel sind es 400.000. Bei der Zürcher Kantonalbank ist es dann vermutlich noch mehr für ein anständiges Konto. Natürlich gibt es auch die UBS. Die meisten unserer Mandanten werden jetzt nicht zur UBS gehen, denn sie sehen dort ein großes Klumpenrisiko. Und dann gibt es natürlich auch noch etliche Privatbanken in der Schweiz, wenn du dort Beträge von 1 Million Franken und mehr deponieren möchtest. Schweizer Banken sind tendenziell teuer, wie alles teuer ist in der Schweiz. Dafür bekommst du natürlich einen super Service und zwar auf Deutsch. Also das kann man tatsächlich nur empfehlen. Du musst natürlich besonders aufpassen, wenn du auswandern möchtest. Also nehmen wir mal an, du eröffnest jetzt ein Konto, wenn du noch in Deutschland wohnst und planst dann in ein paar Jahren Deutschland zu verlassen, vielleicht auch in ein exotisches Land, das nicht in der EU ist, dann wirst du vielfach Schwierigkeiten haben, dieses Konto in der Schweiz aufrechterhalten zu können oder du wirst dann möglicherweise deine Einlage dort erhöhen müssen. Das ist also etwas, das du von vornherein im Grunde planen solltest. Wenn du Auswanderungspläne hast, solltest du im Vorfeld mit der Bank sprechen und dich dazu informieren, welche Länder diese Bank als Wohnsitzländer akzeptiert. Sicher kann man dann jetzt schon ein Konto eröffnen, aber muss halt dann damit rechnen, dass man das Ganze später dann wieder irgendwo anders hin umzieht. Planst du kurzfristig in die Schweiz umzuziehen, dann würde ich dir raten, mit der Kontoeröffnung zu warten, bis du in der Schweiz bist. Das ist deutlich einfacher. Dann gibt es meistens auch keine Einlagen, als wenn du dort als nicht in der Schweiz ansässiger Kunde ein Konto eröffnest. Jetzt habe ich natürlich immer wieder auch kritische Stimmen gehört zur Schweiz. Wir haben ja auch zum Teil hier kritische Videos zum Thema Schweiz gemacht. Denken wir zum Beispiel an den neuen Rahmenvertrag zwischen der Schweiz und der EU, wo ja die Schweiz möglicherweise, wenn das Schweizer Volk zustimmt, weitreichende Kompetenzen an den Europäischen Gerichtshof abgibt, wo dann nicht mehr das Schweizer Volk der Souverän ist, sondern im Grunde genommen man dann von der Leyen und dem Europäischen Gerichtshof regiert wird.
die Souveränität hier also tatsächlich auf dem Spiel steht. In ein paar Jahren wird es da zur Abstimmung kommen. Man muss dann sehen, wie das Ganze sich konkret entwickelt. Ich habe ja schon in einem anderen Video gesagt, dass sich viele Schweizer Banker dazu Sorgen machen, denn sie fürchten natürlich um die Unabhängigkeit des Standortes Schweiz. Also, wie gesagt, meine Meinung dazu ist, dass man heute nicht mehr für die Ewigkeit planen kann. Für mich sieht es so aus, wie wenn die Schweiz in den nächsten Jahren sicherlich noch ein attraktiver Standort ist. Ob das in 20 Jahren auch noch so der Fall sein wird, wer weiß. Aber wenn du dir überlegst, ein Konto in der Schweiz zu eröffnen, dann kann man meiner Meinung nach das jetzt auf jeden Fall noch wärmstens empfehlen. Besser auf jeden Fall als nichts zu tun, das ist völlig klar. Man muss die Entwicklung dort im Auge behalten, man muss das Ganze beobachten. Aber bis auf Weiteres natürlich kann man die Schweiz uneingeschränkt als Standort, sowohl als Bankenstandort als auch als Wohnsitzland empfehlen. Vor allen Dingen dann, wenn du eben dich aus der EU wegbewegen willst, wenn du in ein Land gehen willst, das neutral ist und das natürlich hervorragenden Service im Banking anbietet und dann auch noch eine tolle Währung hat, nämlich den Schweizer Franken. Viele fragen nun natürlich, sind Schweizer Banken sicherer als Banken in Deutschland, als Banken in der Europäischen Union? Nun, hier muss man natürlich differenzieren. Die Einlagensicherung ist ähnlich wie in der EU. 100.000 Euro ist ja die Einlagensicherung in Europa, also in der EU. 100.000 Franken sind es in der Schweiz. Auch in der Schweiz gibt es SAG-Gesetze, also Enteignungsgesetze, Bail-in-Gesetze, wenn eine Schweizer Bank pleite geht. Wir haben es ja gesehen bei der Pleite der Credit Suisse. Da gab es ja dann ein Gerichtsverfahren dazu, weil nämlich Anleiheneigner, Bondholder hier enteignet worden sind. Hätte man jetzt noch weitergehen müssen, dann wären eben auch Guthaben von über 100.000 Franken betroffen gewesen. Aber das war eben im Falle der Credit Suisse nicht so. Sicherer sind daher meiner Meinung nach vor allen Dingen die Kantonalbanken. Ich wäre vorsichtig bei der UBS. Mir liegt natürlich jetzt da nichts Konkretes vor bei der UBS, dass die UBS hier nicht stabil ist. Sie ist sicherlich eine riesige Bank. Ich gehe auch davon aus, dass sie gut abgesichert ist. Also, aber wenn du jetzt hier großen Klumpenrisiken entgehen willst, dann würdest du wahrscheinlich nicht zur UBS gehen, sondern eher zu einer kleineren Bank, möglicherweise auch Privatbanken, die gar nicht groß im Investmentbanking tätig sind und mit den Kundengeldern auch keine risikoreichen Investments tätigen. Die Stabilität kommt natürlich vor allen Dingen durch die Währung zustande und auch durch die lange Erfahrung, die die Schweiz diesbezüglich hat. Also meiner Meinung nach daher auf jeden Fall attraktiv, die Schweiz als Standort und tendenziell stabiler als jetzt Banken in der Europäischen Union. Wenn auch du dich mit dem Thema Plan B, Kontoeröffnung in der Schweiz, Auswanderung, Diversifikation deines Vermögens befasst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beantworten. Ich selbst habe die EU vor 25 Jahren verlassen. Ich selbst habe in der Schweiz gewohnt für einige Jahre. Ich selbst habe die Schweiz als Sprungbrett dann verwendet in eine Zukunft außerhalb Europas. Mir hat es dort gut gefallen. Ich bin immer wieder gerne in der Schweiz, unter anderem eben auch für unsere Seminare. Ich würde mich freuen, dich dort kennenzulernen, wenn es auch dich dorthin zieht und ansonsten eben natürlich auch gerne ein Beratungsgespräch mit dir zu führen. Es ist jetzt wichtig, dass du ins Handeln kommst bei dem, was alles in der EU passiert, dass du nicht länger wartest. Je früher du handelst, desto besser ist es. Ob der erste Weg eine Kontoeröffnung in der Schweiz ist oder möglicherweise eine andere Maßnahme, das kann man dann klären. Das hängt auch von den persönlichen Umständen ab. Vielleicht ist doch die Auswanderung für dich der richtige nächste Schritt. Wie dem auch sei, wir können dich gerne dabei unterstützen und ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.